Dieses leckere Brot, das brauchen wir weder kneten, noch brauchen wir dafür überhaupt einen Backofen. Hier habe ich 380 Milliliter warmes Wasser. Darauf gebe ich 5 Gramm Trockenhefe und die rühre ich direkt ein. Und zur Seite stellen. Dann nehmt ihr euch eine Schale, die groß genug ist. Darauf gebt ihr 500 Gramm Mehl. Ich habe hier Weizmehl Typ 550. Und einen Teelöffel Salz. Das Salz rühre ich schon mal unter. Das Ganze verrühre ich jetzt noch einmal und gebe das in einem Schwung auf mein Mehl. Und einfach mit einem Löffel vermischen. Das mit den Händen zu vermischen macht gar keinen Sinn, weil der Teig dafür einfach viel zu klebrig ist. Das war's auch schon. Das decke ich jetzt ab und stelle das für ungefähr 1-2 Stunden zur Seite, bis der Teig sich in etwa verdoppelt hat. Den Teig falte ich einfach ringsum zusammen. Dann brauchen wir so einen beschichteten Topf und da kommt jetzt nichts rein, kein Öl, kein Mehl, gar nichts, einfach nur der Teig. Jetzt mache ich einfach den Deckel wieder drauf und lasse den Teig noch mal ein bisschen auf der Herdplatte gehen. Übrigens, das Video, wie ich das Brot im Ofen backe, das verlinke ich euch am Ende des Videos. Den Teig habe ich noch mal ein bisschen gehen lassen. Ich zeige euch das mal. Ich stelle meine Herdplatte jetzt auf 4,5 von 9 Stufen und lasse das Brot etwa für 50 Minuten von der ersten Seite backen. Je nachdem, wie viele Stufen eure Herdplatte hat, wählt ihr einfach die mittlere Stufe. Der Deckel bleibt die ganze Zeit drauf, wenn sich aber zu viel Kondenswasser bildet, einfach mit einem Tuch wegwischen. Hier bildet sich langsam zu viel Wasser und das wische ich eben weg. Und den Deckel schnell wieder drauf. Ich schaue mir die Oberfläche jetzt mal an. Ja. Die Oberfläche ist fest. Und damit das noch mal so ein bisschen Bräune bekommt, stelle ich das jetzt für 5 Minuten eine Stufe höher. Und ich kann das Brot jetzt wenden. Dafür lege ich ein Brett auf den Topf und wende das Brot vorsichtig. Das Brot umdrehen und den Topf wieder drauf. Deckel wieder drauf und das Brot weiterbacken. Ich lasse das Brot von der zweiten Seite jetzt für ungefähr 20 Minuten backen. Mein Brot ist jetzt durch und damit das noch mal so ein bisschen Bräune bekommt, stelle ich das jetzt für 5 Minuten eine Stufe höher. Mein Brot ist jetzt fertig und das kann ich rausholen. So, auf ein Kuchengitter legen und abkühlen lassen. Das ist das Brot, das ich sonst ja immer im Backofen backe. Wie gesagt, das Video verlinke ich euch am Ende. Und das habe ich jetzt das erste Mal im Topf gemacht. Deshalb bin ich jetzt auch gespannt, wie das aussieht. Sehr knusprig. Wieder ganz zart. Richtig zart. Und ihr habt ja gesehen, dass ich den Teig nur ein bisschen rumgerührt habe. Aber das hat sich komplett aufgelöst. Ja, wirklich gut. So, dann schneide ich mal noch eine Scheibe. Die Scheiben sind so groß, das ist gar nicht so einfach, das zu schneiden.
Ja, super. Richtig schön. Ja, schaut euch das an. Ja, so sieht das hier von unten aus. Unten ist es richtig knusprig, an den Seiten auch. Und innen drinnen richtig zart. Das ist wirklich ein Unterschied, weil das Brot einfach unwahrscheinlich zart innen ist. Ja, wie immer, viel Spaß beim Nachbacken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Wir machen jetzt Abendbrot mit leckerem, frisch gebackenem Brot und wir sehen uns beim nächsten Mal.